Hi guys, I will show you today a page I made here in my watercolor journal, and it will be actually a photo from our last summer holiday in the Netherlands. So I use a photo of my three boys, so forget about that's what I'm just showing. I planned something with this. It's the same photo, but not in this arrangement, so that will change. But as you could see, I prepared the background here with my anti-static little cushion because I wanted to do a heat embossing, and that's what I do here, stamp it. The stamp is dirty, so there is of course the dirt, the old black ink you can see, but I will put on, as you can see, white embossing powder, and you won't see that anymore. Of course, you couldn't use a clear embossing powder, you would see the black. So that would mean cleaning up the stamp properly before you use it. But as I said, I wanted to use white, so it wasn't necessary. The white, of course, will act a bit like a resist for the background. I'm not putting a lot of paint on later, just a bit, and but I didn't want to have the full page full with paint. So you can see here in the middle this little boat, and then the word Meer means sea in the background. So, and what when I started, what I thought using was this photo of my three boys, the two dogs, and my hubby, of course. And while I was working, I thought, that would be nice to have it here on this slide and have it because I wanted to use a bigger photo. That what I initially used was a bit small, but I didn't want to use that much space up. So I came up with this idea to use this photo slide and to have two pieces and then puzzle them somehow together. And much nicer idea, more interesting, I think. So use this photo slides, and I cut the or die cut it from that's a biscuit carton, yeah, a little carton from biscuit. So it is corrugated cardboard. Mostly when you run it through the die cut machine or yeah, through one of the machines, it will flatten it extremely. But here I still could manage to get some of the texture through with this ink when I went over. So that's the effect I was after. Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch hier eine schöne Journal-Seite in meinem Aquarell-Journal. Und zwar ist noch ein Foto von unserem letzten Urlaub aus Holland, deinem letzten Sommerurlaub. Und eigentlich wollte ich das Foto, das ihr ganz am Anfang gesehen habt, das gleiche Foto, aber in einer anderen Größe natürlich und als Ganzes. Das war mir aber so irgendwie zu klein und habe es dann größer nochmal gedruckt, zweimal, und hatte dann die Idee, das hier in diesem Dia-Rähmchen zu machen. Einfach größere Fotos zu haben, trotzdem, da ich die versetzt dann aufklebe, mehr Platz zu haben, weil ich wollte einfach nicht so viel Platz verwenden. Einfach hier schön in der Mitte so eine Art, ja, so eine Art Cluster mir bilden. Ihr habt gesehen, im Hintergrund habe ich mit Embossingpulver gearbeitet, habe erstmal mit dem antistatischen kleinen Kissen gearbeitet und dann gestempelt mit Versamark. Der Stempel war natürlich schmutzig, habt ihr ja auch gesehen. Mit klarem Embossing Powder wäre das jetzt hier nicht, hätte das nicht funktioniert. Da ich aber wusste, ich wollte mit weißem arbeiten, habe ich es so dreckig gelassen. Ja, es ist schlampig, ich weiß, aber es ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Man sieht es dann nicht mehr. So, das klebe ich jetzt, oder das habe ich ein bisschen versetzt zusammengeklebt, wie ihr gesehen habt. Und das geht dann hinterher hier auf meine Seite, werde aber noch ein paar andere Sachen vorbereiten. Hier so diese Schildchen, die ich noch äh, auf die Rahmen packe für den Text. Und dazu benutze ich jetzt hier diese schönen Stanzen, die ich sehr gerne benutze. Das ist zwar alles immer fummelig, aber es macht schon was her. You could see I glued that little
slides together in an angled way just to make it look more interesting. But um, yeah, in a way that it will make sense. You can say, okay, his legs are a bit longer than normal, but it makes sense. It makes sense. So I'm using more of this little sign die cuts here because I will, of course, use them here on the slides, and even this little very, very small cutouts here, that's letters and numbers. And I'm trying to get the title or put the words on that slide. It's one is Holland and the other one is the date 2023. In this set, of course, it's not a whole alphabet, but this time I was lucky with all the all the letters were in there, so I could use that, and that will go onto the little signs when I glued them on. Here a bit of enhancing the edges and with dark blue, and inside the photos as well, the edges, just to let them stand out a bit more. Ich habe jetzt hier noch mit einem dunkelblauen Stift ein bisschen die Ränder nachgearbeitet, einfach um das Ganze noch zu verstärken und ein bisschen hervorzuheben. Wir gehen doch ein ganz kleines bisschen unter in dem Blau. Ich hätte es vielleicht ein bisschen heller machen sollen, aber es ist okay. Man sieht sie, also im Ganzen, wenn das fertig ist, werdet ihr sehen, das sieht man doch schon ganz genau. Und da guckt man dann doch mal hin. Es geht also nicht unter, weil ich im Ganzen die Komposition auch recht übersichtlich halte. Ich werde oder wollte es extra nicht so vollpacken und überladen oder überarbeiten. Und hier mit den Buchstaben aus diesen Die Cuts, aus diesen Stanzen, das ist ja kein Alphabet, ein komplettes, aber in dem Fall hatte ich doch alle Buchstaben da, dass ich das Holland 2023 daraus kreieren konnte. Da war ich ganz froh. So, ich benutze jetzt noch ein paar Die Cuts mit schwarzem Cardstock, einfach auch, um da wieder den Kontrast zu bekommen, weil im Hintergrund werde ich noch ein bisschen Farbe benutzen, Aquarellfarbe in Blau, darum auch so ein ganz helles, darum jetzt mit dem schwarzen Cardstock bekomme ich da einen richtig schönen Kontrast. Ich schneide hier einfach mehrere Sachen aus, entscheide dann, was ich benutze. You know, I die cut here some maritime themed dies, and I used black cardstock because I really like contrast, a good contrast, you know that. And I stay here in total with a very light blue colors everywhere, so the dark black contrast works very well. I cut some stuff out. I don't know if I use all of it, just to have a choice and have a look how it works. I will cut out some, I stamped down some starfish and cut them out by hand later because in that corner there was something missing. So, but that's what I will do later. You know, working in the flow, you see, oh, in that corner something's missing, or yeah. And I have, of course, with some stuff, the beach sign you can see on the top. I was struggling with that, where to put it. You know, I like to put everything together in a cluster, and that speaks to me. It's something I prefer. So, but I wasn't sure with this sign, and you will see. I leave it in. It's a struggle. It's always my problem that I have to make a decision, and decision making. But a lot of people can relate. You know that yourself. You know, it takes a while until you're happy, and make a final decision where to put it. Glue the stuff down at the moment before I put the slides down. I wanted to be a bit more flexible with that. That's why I put everything down or glue everything down before, and then arrange the slides on top. Of course, I wanted the lighthouse I want to have that seen a bit, but that's okay. Ich habe jetzt hier erstmal alles geklebt und dann mich entschieden, wie ich das genau
das Bild da drauf klebe. So, und hier mit diesem Beach Sign, das war oder Zeichen, das ist wieder so, ich habe das mal drin gelassen. Das ist so typisch so meine ja, Schwierigkeit, mich zu entscheiden einfach. Ich habe ja gerne immer alles im Cluster zusammen. Ähm, Dann bin ich aber immer nicht sicher, aber hier fehlt noch was und da fehlt noch was. Da könnte ein kleiner Akzent noch was ausmachen. Aber wie gesagt, ich habe es gerne im Cluster. Und habe mich jetzt erstmal entschieden, hier noch ein paar Seesterne zu stempeln, 3 an der Zahl, auch mal wieder ungerade wie immer, und schneide die dann per Hand aus und die kommen dann oben in die Ecke. Ich habe jetzt nicht alles drin gelassen, wie ich die ausschneide, oder? Ne, ich hoffe nicht. Ne, ich denke eher nicht. Die werde ich nur ganz, ganz leicht mit Farbe bearbeiten, so ein bisschen ganz helles Grau. Nichts Besonderes. Ich wollte sie extra nicht blau haben und auch nicht rot, wie sie ja meistens sind, so rötlich, orange oder wie auch immer. Das, ja, da hätte ich wieder orange irgendwie einzeln an einer Stelle. Das gefällt mir nicht. Also ein helles Schwarz oder leichtes Grau, wie auch immer. Und letztendlich macht es doch den Unterschied, wenn die da oben sind. Jetzt so ja, von der Distanz vielleicht noch nicht, aber wenn ihr das Close-up seht, werdet ihr dann schon sehen, dass das einen Unterschied macht. Hier die Umrandung oben rechts, die hatte ich noch rumliegen irgendwie und habe mich dann entschieden, die Ecke damit zu bedecken. Da fehlte auch irgendwas. Aber wie gesagt, das hatte ich, glaube ich, noch rumliegen irgendwie. So ein bisschen stempel ich hier noch mit Blasen oder ja, Luftblasenstempel, einfach um diesen Cluster noch perfekter zu machen. Genau, you can see on the right top this blue edge I had laying around, and I used it here because there was something missing, and I create this starfish as I said before. And here I thought there is still a bit missing in this cluster, and I have this bubbles, air bubbles I stamped down, and I think that's the perfect finish here. A line from the cluster to the edge just to have the connection, and then just scribbling something you can't read. And I think that makes it complete. So I didn't use the beach sign, as you could see. So, and I wanted to have something in that corner. That's the next thing. Oh, I wasn't sure, and then it was too big, and then it was too long, and then, yeah, deciding what to do. Hier das gleiche wieder mit die Entscheidungen. Da wollte ich noch was in der Ecke haben, dann war es aber zu groß, dann war es zu lang und ja, und da auch nicht. Da musste ich mich dann auch wieder entscheiden. Letztendlich habe ich das dann ganz kleines Dreieck im Prinzip da in die Ecke geklebt. Damit war ich dann zufrieden. Ja, das sind teilweise die Kleinigkeiten. Wirklich, dieses kleine Ding da. Ich habe es sogar noch kleiner gerissen. Ja, noch kleiner. So, und dann kommt dann, glaube ich, noch ein bisschen was hin, nach oben, so eine ganz kleine Mini-Ecke, um mich dann zufriedenzustellen. Es ist krank, ich weiß. You know, this is the next struggle here. I wanted to make it work, and too long, as I said. But now I decided to have like a triangle thing there. Yeah, that's it. Happy now. Ja, also wie ihr seht, jetzt bin ich doch zufrieden mit diesem Dreieck. Und fertig ist. Jetzt werdet ihr das Close-up sehen. Close-up is coming now. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. And if so, please leave me thumbs up. And about a comment, I would be so, so happy. And I hope I will see you very, very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Guys, stay all healthy. Take care and never forget to be creative. Bye bye, guys. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Passt weiterhin gut auf euch auf, bleibt alle gesund und vergesst nicht, immer schön kreativ bleiben. Also bis dann, macht's gut. Tschüssi.